Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Yamaichi Tech TV. Mein Name ist Dr. Alexander Ramonat und bei uns heute zu Gast im Studio ist David Tomasewitsch. Hallo Alex, schön heute hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist und du bist ja auch schon zum zweiten Mal hier bei uns im Studio. Aber vielleicht für alle, die das erste Video mit dir nicht gesehen haben, magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen? Genau, also ich bin bei Yamaichi zuständig zum einen für den Produktkonfigurator. Da hatten wir beide ja schon zusammen ein Video auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. Sehr interessant auch für die Zuschauer, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und darüber hinaus betreue ich noch das Thema Rohkabel bei uns im Haus und natürlich so der wichtigste Bereich, der M12 Rundsteckverbinderbereich. Und genau aus diesem großen Portfolio der M12 Steckverbinder wollen wir uns heute mal einen besonderen Punkt rausgreifen, nämlich die feldassemblierbaren Steckverbinder. Richtig. M12. Ja, was hatten wir denn da in unserem Portfolio zu bieten? Genau, wir haben grundsätzlich zwei Varianten. Wir haben einmal die dekodierte Variante, die bis zu 100 Mbit pro Sekunde übertragen kann. Und darüber hinaus haben wir noch die X-kodierte Variante, die eben für eine Cat6a-Übertragung zuständig ist. Das heißt bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. Und ja, wie erfolgt denn die Kontaktierung in den Steckern an sich? Genau, die Kontaktierung, also das muss ich auch nochmal dazu sagen, es sind beide Schraubvarianten. Die Kontaktierung erfolgt eben über IDC-Kontakte, also auf Englisch Insulation Displacement Contacts. Das heißt, das sind isolationsdurchdringende Kontakte und genau so wird eben die Kontaktierung sichergestellt. Was sind denn aus deiner Sicht so die Besonderheiten unserer feldassemblierbaren Serie? Genau, das, was uns natürlich extrem vom Markt abhebt, ist, dass wir ein sehr schlankes und kurzes Design vom Stecker an sich haben. Darüber hinaus auch ein sehr wichtiger Punkt ist, dass wir nur zwei Teile zu montieren haben, also steckerseitig nur zwei Teile zu montieren haben. Das vereinfacht natürlich die Montage erheblich. Darüber hinaus haben wir auch keine Kleinteile, die wir noch zusätzlich zu handeln haben oder zu montieren haben, wie zum Beispiel Ohrringe. Das heißt, das ist quasi alles schon verbaut in den Steckern. Und dementsprechend bei dem Thema Ohrringe, der Stecker ist eben im gesteckten Zustand dann auch so schon im IP67 dicht. Und genau, das ist ein weiterer sehr großer Vorteil. Und darüber hinaus müssen wir auch keine Spezialwerkzeuge verwenden. Das heißt, der Kunde kommt eigentlich mit ganz normalen Standardwerkzeugen sehr gut aus und kann den Stecker so assemblieren. Okay. Ja, das klingt ja erstmal relativ einfach und klingt auch so, dass man eben quasi Fehlhandhabung mehr oder minder ausgeschlossen ist, sodass die Dichtigkeit eigentlich immer gewährleistet ist. Kannst du das mir vielleicht mal einfach mal vorführen, wie der Stecker assembliert wird? Ja, natürlich, gerne. Wir haben jetzt hier schon ein vorkonfektioniertes Kabel, das haben wir schon vorpräpariert. Wie ich es vorhin beschrieben habe, besteht der Stecker aus zwei Teilen. Wir haben jetzt hier als allererstes unser hinteres Gehäuseteil. Hier ist es im ersten Schritt sehr wichtig, dass man diesen Kontaktträger hier nach vorne zieht und gleichzeitig die Schirmfedern hier etwas löst, damit eben der Kabeldurchgang offen ist. Dann schiebt man im Prinzip das Kabel durch den Stecker hier ganz einfach durch. Im nächsten Schritt legt man die Litzen in die vorgegebenen Farbkodierungen hier in den Kontaktträger. Das heißt, je nach Farbkodierung kommt jetzt hier jede Litze in den entsprechenden Schlitz. Genau. Ja, assemblieren tun wir jetzt hier einen D4. Genau, ein D4, richtig. Das ist ein D4 kodierter Stecker. Genau. Und jetzt hier die letzte Litze. Im nächsten Schritt schneidet man jetzt hier quasi die Litzen einzeln ab, damit es natürlich auch alles bündig ist. Ja, im Prinzip Litze für Litze. Und im nächsten Schritt ist es sehr wichtig, dass man jetzt das Gehäuse über diesen Kontaktträger wieder schiebt. Und damit kontaktieren eben diese Schirmfedern wieder auf dem Schirmgeflecht des Kabelmantels. Und dadurch hat man jetzt hier diese Vorkontaktierung schon sichergestellt. Und im nächsten Schritt, und das ist natürlich einer der wichtigsten Schritte, schraubt man jetzt das Gegenstück auf das hintere Gehäuseteil. Hier muss man natürlich auch darauf achten, wir haben jetzt hier eine Kodiernase im vorderen Stück. Das muss man jetzt hier natürlich entsprechend des Kontaktträgers platzieren. Dann schiebt man das Stück rein, verdreht es und schon ist der Stecker fertig assembliert. Ja, sehr gut. Und für alle die genau das eben nochmal nachvollziehen wollen, haben wir natürlich auch nochmal in dem Video ein entsprechendes Montagevideo verlinkt und es gibt natürlich auch eine entsprechende Assemblieranleitung. Was sind denn jetzt, warum sollte ich mich als Kunde jetzt statt für eine Kabelkonfektion von Yamaichi für den feldassemblierbaren Stecker entscheiden? Was sind denn da so die typischen Anwendungsfälle?
Ja genau, also wir haben sehr oft den Fall, vor allem im industriellen Bereich, dass die Kunden nicht wissen, welche Kabellänge sie am Ende des Tages für die Kabelkonfektion benötigen. Dementsprechend eignet sich da natürlich ein feltassemblierbarer Stecker sehr gut. Darüber hinaus haben wir noch die Fälle, dass dass der Kunde einen sehr schlecht oder sehr engen oder schlecht zugänglichen und sehr engen Bauraum hat. Dementsprechend ist es natürlich auch vom Vorteil, wenn man einen feltassemblierbaren Stecker hat, der im Prinzip nur aus 2 Teilen besteht. Und natürlich haben wir auch immer wieder den Fall, dass die Kunden entweder den Stecker oder das Kabel austauschen müssen oder möchten. Und das ist natürlich mit einem feltassemblierbaren Stecker sehr einfach zu gewährleisten. Wenn man das natürlich jetzt vergleicht mit einer fertigen Kabelkonfektion, müsste man im Prinzip die ganze Kabelkonfektion austauschen. Und so kann man wirklich jedes Einzelteil im Prinzip je nach Wunsch austauschen. Mhm. Ja, das ist aber auch eigentlich mal ganz interessant, weil bin ich denn als Kunde, wenn ich einmal den feltassemblierten Stecker gekauft habe und assemblierte habe, kann ich den denn nochmal wiederverwenden? Genau, also wir gewährleisten 5 Wiederverschraubungen sozusagen mit den 2 Gehäuseteilen und gleichzeitig gewährleisten wir für den Stecker an sich 100 Steckzyklen, das heißt kann 100 Mal ein- und wieder ausgeschraubt werden. Genau. Okay, ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Danke für die vielen Informationen. Danke auch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen bleiben Sie neugierig.